Mit diesem Schluss ging eine Musikepoche zu Ende. Warum war dieses Werk bei der Uraufführung 1907 in Wien so ein Skandal? Womit hat Arnold Schönberg die Leute schockiert? Das ist natürlich eine Sprache, diese Intervalle, nämlich diese sogenannten Quarten, die die Leute damals sehr schwer einordnen konnten. Wir sind ja gewohnt, wir fühlen uns zu Hause in einer Sprache, die auf Terzen basiert. Unsere sogenannten Dur-Moll-Akkorde. Und Schönberg verwendet bei diesem Werk als elementaren Baustein die Quart. Und diese Sachen schichtet er übereinander und das hat ein gewisses atonales Gefühl. Und er beginnt sogar das Werk damit. Also er lässt einen Ton, die Leute wissen schon nicht, was passiert jetzt. Dann beginnt er die Quarten zu schichten. Und hier beginnt er jetzt, das wieder in romantische Gefilde nach Hause zu holen. Damit fühlen wir uns natürlich viel wohler. Aber dann kommt wieder der nächste Schock. Wieder eine Quartfanfare. Und es sind diese Dinge, die die Leute damals 1907 nicht erwartet haben, womit er Musikgeschichte geschrieben hat, womit er eine intellektuelle Meisterleistung dargelegt hat, die die Leute einfach schockiert hat. Schönberg war ja bekanntlich auch Amateurcellist, also ein Kollege. Und er hat am Schluss und auch am Anfang des Werkes einen sehr feurigen Galopp komponiert, den er in einer Ganztonskala geschrieben hat. Auch Arnold Schönberg musste einmal klein beginnen. Und wo ließe sich das besser machen als in Wien, Ende des 19. Jahrhunderts, wo solche Kapazunder und Größen wie Johannes Brahms, Gustav Mahler oder Richard Wagner ein- und ausgingen. Arnold Schönberg war zwar ausgebildeter Bankkaufmann, aber natürlich auch ein Musiker, also Musikant, also ein Amateur eigentlich. Und er hat sich eingehend mit den Künstlern ausgetauscht, die um ihn herum waren. Und er ist dann quasi zur Musik geraten, hat Musik geschrieben, im durchaus romantischen Stil und wurde dann immer klarer in der Art, wie er Musik schreiben wollte. Also es ist immer dogmatischer und auch in einer gewisser Weise neurotischer geworden. Wenn man sich diese Partitur der Kammersymphonie ansieht, man muss sie nicht einmal hören, kann man schon erkennen, dass er auch ein Konstrukteur war. Also er hat seine eigenen Spielregeln für seine Bausteine gefunden. Bei Schönberg ist es so, auch wenn es vielleicht nicht so offensichtlich sein mag, er verwendet ganz einfache musikalische Formen wie Marsch oder ein schneller Galopp in dieser Kammersymphonie. Zum Beispiel hat er vielleicht so eine Art von Marsch in Wien einmal gehört. Irgend so etwas. Und dann, was er daraus gemacht hat, ist das. Also Sie hören das wieder dieses Marschmotiv, aber dann
verwendet er in der Harmonisierung diese Ganztonskala. Das klingt schon sehr ungewöhnlich. Also die absolute Schlüsselstelle in diesem Werk und vielleicht die Stelle von größter Dramatik ist der Teil, wo Schönberg in seiner Kammersymphonie den Untergang der alten Musikwelt und die Geburt einer neuen Sprache komponiert hat. Alles kulminiert, es gibt Quarten rauf und runter, es ist laut, es ist wild und plötzlich gibt es eine Stille. Es ist quasi alles zerfallen. Alles liegt, die gesamte Sprache, Musiksprache liegt tot auf dem Boden. Und dann ganz leise beginnt sich langsam eine neue Sprache wieder zu entwickeln. Es ist quasi eine Geburt eines neuen Abschnitts dieser Musikgeschichte. Und dann ganz leise beginnt der Kontrabass mit komischen Flageoletten wieder, ganz leise wieder es zusammenzubauen. Und das klingt dann ungefähr so. Schönberg war ein absoluter Gamechanger in der Musikgeschichte, wie vielleicht nur Beethoven und Wagner vor ihm. Und mit dieser ersten Kammersymphonie, die er 1906 geschrieben hat, hat er eine Tür aufgemacht, durch die dann alle seine Hörer und auch er selbst durch mussten. Er hat sich danach nämlich noch weiterentwickelt, hat dann erst die Zwölfton-Technik erfunden und ist aber dann nach ein paar Dekaden von eben Zwölftonmusik, serieller Musik, ist dann wieder in den Schoß der tonalen Musik zurückgekehrt, zum Lebensende hin. Diese Symphonie, wie sie da ist kein sprödes Werk von einem Genie, sondern ist auch ein ganz handfestes musikantisches Werk. Es zeigt nicht nur Schönberg den Konstrukteur, den vielleicht etwas manisch-neurotischen Verarbeiter von Musik, sondern er ist auch einfach ein Romantiker, Ekstatiker. Er gibt mit viel Herz und mit viel Energie Musik auf das Papier. Und es ist eines meiner Lieblingswerke, das ich vom Ende beginnend, ich habe zuerst das Ende dieses Werkes gehört und gedacht, was ist das für tolle Musik. Habe dann dieses Werk entdeckt für mich, dass es einfach zu einem meiner Lieblingswerke zählt und zu einem Schlüsselwerk des 20. Jahrhunderts.